Marius alle. Mijn naam is Jacob Cornelsen. Mijn vriend dat je een levenswasser zijn van de Marius. Hier zijn een paar dingen wat je kan doen voor deze service aanvangen. Want je had kinderen metgebracht, je kan die naar de kinderkerk brengen. Van ganz kleine baby's tot 12 jaar oud. De 6-jarige tot 12-jarige kinderen, die hebben een tijd waar ze voor God aanbeden im Gesang. Ze hebben een tijd waar ze geven kunnen. En ook een boodschap hier op een weg wat zij kunnen verstaan. We hebben het op zo'n weg gemerkt dat het interessant is en dat het zeker is voor jullie kinderen. Wanneer je meer informatie wilt van jou dat je vrouwen hebt, je kan naar een informationsdash gaan, daar zijn sommige mensen die kunnen je doorhelpen. We hebben nog een paar minuten bij de service aanvangen. Je kan naar de Hebrews Café gaan, je kunt drinken, kool, koffie of thee. Die zijn voor vrij. En dan komt in de kerk aan, dan willen we God aanvangen te loven en te prijzen en gezang. En dan nadem, dan wordt een van onze pastors gezegd, hij wordt een goede, klare, praktische boodschap hebben voor jullie van jou. En nadem wordt ook een tijd zijn waar je geven kan. We zijn dus zo schaftig dat je een levenswasser zijn van jou en we wensen jullie dus een goede Marius. Marius, hey, wie doen in God vol life, wie doen in God vol genoeg, so we hebben aan Marius wat er omweert. Wer bringt die Kraft an, durch diese Leben, wem soll es kraftig, in so verstärkt, ja, kenn ich vom Himmel, heißt sie war alle.
Gottes Lob heißt dort wird. Ons je wilt je ken ich je wohnt o Kraft. Gottes Lob heißt dort wird. Ons je wilt je ken ich je wohnt o Kraft. Gottes Lob heißt dort wird. Ons je wilt je ken ich je wohnt o Kraft. Gottes Lob heißt dort wird. Heißt dort, heißt dort, heißt dort wird. It's wonderful in you. Der ist vollständig allein. Uns Liebe steht nur dort wie wir fliegst dort ja, ist die Leben durch die Frieden Jesus, ich singe, du wirst die Geist von Wo kon ik zijn door te scout? Van mijn stem schweren kon. Wo kon ik die in leid zien? In de met van dissen kon. Jesus, bejegst du mir hier? Låt din vrede vara mig kom. Mir fehlt die Meier aus Freiheit, mir meine Seite aussehen. Mein Gott ist noch in Kontrolle, in Heiligkeit auf sein Thron. Wann Däuber auch sterben in mir wallen Raum, ich sing meine Säule ist zufrieden. Mein Gott ist noch in Kontrolle. Du lässt mich niemals allein, wann die Welt mich auch verlässt. In all mein Tränen Not, dort vertisch ich von der Kraft. Dankschein verblieben wie mir, von der Nacht dir stich bekannt. Und mal passiert, du bist doch Gott, ich war wahrer. Sing, mein Gott ist noch in Kontrolle, in Heiligkeit auf sein Thron. Wann Däuber auch sterben in mir wallen Raum, ich sing meine Säule ist zufrieden. Mein Gott ist noch in Kontrolle. Gott, wir danken dir, dass du immer uns bist. Wir fallen uns noch mal so, wie in so eine große Los auf uns. Wir fallen uns noch mal schwor. Und ich finde auch, diese Falls, dass du hast, was schworet, was du rumdrehst. Und die diese Werk bist durchgegangen, mit einer Los, mit something, was du nicht wirst drehen. Jesus sagt, ich will haben, wie sollen unsere Los geben. Er wird dort für uns drehen. Und so, wenn du von dir was schworet hast auf dein Hort, gib dir bloß den Arm. Gib Arm dort, er wird dort für dich drehen.
Hei ist in Kontrolle. Und wenn die andere ich gegeben hast, dann lud die bloß fern mit dieser Friede. Was Hei die will geben, lud die bloß ganz fern mit der einzige Friede, was Hei die will geben, mit der Friede, was bloß Hei kann die geben. Lud die fern. Hey, good morning, Sola. Dat was so goed dat we hier kunnen top zijn. We kunnen van God zijn live en zijn genoeg zijn. Je kan je doel zaten. Ik heet in jeder einen welcome hier. Welcome in Lebenswasser für diesen besonderen Tag. Es ist ein besonderer Tag von der für uns, wenn wir Tauffast von der. Und das ist ein sehr guter Tag. Übrigens ein Tag, wenn wir Tauffast haben, Lebenswasser, das ist ein guter Tag. Da sind Menschen, die sich bekehrt und haben nie Leben angefangen. Und sie bewiesen dat von der, dass sie auf diesen Weg sind, dass sie sich taufen. Und so das ist ein guter Ding. So ich heiße jeder einer welcome hier, welcome auch all die, die online sind, die uns von weit aufkicken, bis gut, dass ihr mit uns taub sind. Für all die, die hier im Haus sind, wenn ihr hier ja sind, bis so gut, dass ihr mit uns taub sind. Und dass ihr hier Lebenswasser habt gewählt, von der vielleicht sehe ich hier, somebody in ihr Städten, und bis mitfreien von denen, die sich taufen lassen, das ist ein guter Ding. Wir haben eine Vision in Lebenswasser und unsere Vision ist, wo wir hingehen, das, was wir erreichen wollen, das, was wir für uns holen und das, was wir immer für uns holen, das wir hier so wollen wir hingehen. Aber wir haben eine Mission. Unsere Mission dort ist, was wir wirklich tun. Und unsere Mission ist, dass wir Menschen leiden, dass wir ganz hingegeben, nur für Jesus sind. Und von der aus war auch ein Beweis davon, dass some von das, was sich hier taufen lassen, sagen, ich will den nächsten Stopp nehmen, ich nehme den nächsten Stopp und gehe fährt weg. Zum ganz hingegeben Leben, das Jesus mir zu berauben hat und von hier wieder eine große Unterschied zu merken. So, das ist eine große Freude, dass wir diesen Tag können feiern und dass wir Tauffast können haben und das ist eine große Freude, dass ihr hier mit uns taub sind. Pastor Benny, der wird die Botschaft haben, wird eine Rede haben an Tauffast und dann nur dem, wo wir die Zeugnisse haben in der Taufen. So, habt es eine gute Sonntag. Alright, that's good. War dat hier zu sein? Freue mich jedes Mal, was wir hier ist, zu taub kommen. Sonntag ist ein schöner Tag für uns. Sehr gut. Okay, so ist ihr hier. Von der haben wir Tauffast. Und Tauffast ist ein froher Muttertag, hier ist zu Lebenswasser. Tauffast, da wir hier vielleicht ein bisschen anders, als in some Städten getan wird, wegen wie kicken wir nun, dass wenn es ein Tag ist, wo das ein Freier ist. Das ist nicht ein Triertag, das ist ein Muttertag.
Wir klatschen ans vielleicht hängen, wenn die Schritt kommen in Water. Und wir klatschen ans hängen, frei ans Mat, wenn die Zeugnis geben, dass sie sind, dass sie haben erleben, nur Jesus überlebt. Und so, das ist, was das soll sein. Biblisch, dann soll das ein Tag sein, wo die Frau ist. Wenn halb was laat, Himmel wat vallen. Das sind Menschen, die sich gewählt haben, sind das Leben abzugeben, und sie haben sich gewählt, Jesus zu folgen und ihm zu dienen. Als Jesus uns verab ging, hij ging ons verab met alle dingen wat hij deed als een exempel. En hij deed het ook am Tauffast. Hij deed niet zijn evangelium predigen, zijn ministry, voor hij Tauffie. Als hij je Tauffie dan van kan zijn erop uit te leven wat hij am leven had. En op een goede dag, op een vrouwendag, als Jezus zich Tauffie leeft, op een zeer goede dag, op een treue dag. Wel moet je bekijken naar Matthäus 3, vers 13 tot 17. Dat plus even kijken wat het zegt in de schrift, als die tijd als Jezus zich Taufen leidt. Matthäus 3, vers 13 tot 17, zegt es dit. Dan kwam Jezus van Galilea naar Johannes am Zee van am Jordan dijpen te laden. Johannes aber proefde am davon auf te reden en zei, ik zal mij van die taufen laden. En du kwamst naar mij? Jezus aber antwoordde am en zei zo dit. Dit op maar. Wils door met dat wie wat God zijn gerechtigheid verlangt, dan leidt hij dat toe. En sobald als Jezus gedijpt weer, komt hij uit dem boot uit, en hij merkt zich de hemel even aan op, en hij zag God zijn jes zo als een duw raufkomen en zich op arm stalen. En een stem vom Himmel zei zo dit. Dit is mijn lieber Zoon, om wem ik wil gevolgen heb. Dat was een schöne tijd, dat was een vriendelijke tijd. God kijkt erop en zegt, ik vrees me voor mijn Zoon. God kijkt van daar erop, dat jeder einer van jullie wat zich toverloot wel en zegt, ik vrees me voor jullie. Hij is met jullie, hij gelijk jullie. Hij is bij jullie. Dat is een goede tijd. Tauffast zal en moet ja vrouwen dag zijn. Niet een treue, bedreigde dag. Dat is niet Amerika zo. En ons Mennonitentum, dat een moet ja vrouwen dag is. Zeer veelmaal is dat een bedreigde dag. Veelmaal is er veel treurigheid dran en veel angst en veel, hoe zou ik zeggen, afwijtend, onvrede. Mensen wonderen, heb ik alles bekend in predigen? Deed ik dat raar? Zie ik alles als ik zal zeggen? Heb ik den Kirchesem ganz uitwendig geleerd, wo ik mijn Vers alle uitwendig ken? Dus veel ongeholdet ben. Ik heb met zo'n mensen geredet en ze zeiden op het Tauffast, ze hadden werkelijk ervaren, er worden anderes passieren aanneemt. Dat ze dat te houden hadden. Ze dachten, dat wanneer ze zich eenmaal weer getauft hadden, dan irgendwo wordt dat voor anderen erdenken en dan worden ze anders zijn. En er nichts passiert. Den Tag nicht, wird es nur dem nicht, der echte Weg nicht. Dann wird es sehr ungeschmert. Sie fühlen sich aufgeladen von Gott und von der Kirche. Wegen sie wissen bloß nicht, wo sie ändert nicht. Ich sehe nach Krieg, derselbe Mensch wird einmal. So das sehr viel in vielen Kasus, in angstvolles, unfriedliches, ungeholdet Ding. Das soll nicht so sein. Dat soll een gouden ding zijn. Dat zal een vrouwendag zijn. Du bist vom Dood om leven gekomen, wo wir dort nicht zum Freien sein. Du wirst am Weg nach der Halle, du bist am Weg nach dem Himmel. Tim, dat ook gewoon werkelijk een vrouwendag zijn. Dan wollen wir mal das Samen von unserer heilige Kirche zu sich schaffen. Und vielleicht sage ich, okay, was in der Welt ist eine heilige Kuh? Ich will Ihnen explain, was eine heilige Kuh ist. Eine heilige Kuh ist in India. Das ist ein Land, wo ein großer Part von den Menschen, die glauben, dass Kühe sind heilig. Sie beten die an. Sie werden nicht abbeten. Sie werden nicht schlechter tun, wenn die Kuh in den Hüsten ankommt, oder auf den Hofen ankommt, Fraat getreten hat, was immer alles. Sie laden den ganzen Tag. Und die Ursache ist, sie haben so einen Glauben, dass wenn wer stirbt, den sie soll jetzt an die Kuh nennen. So, wo wirst du wel eine Kuh schlachten, wo deine Großmama eine Seilbahn hat? Da würde ich nicht so Fan sein, nicht? So andere speckvoll sein. Und das ist die Ursache, was sie glauben, dass die heilig sind. Deswegen lassen sie alles tun, was sie wollen. Aber das ist ein arrechter Glauben. Das ist nicht so, das ist nicht biblisch. Und sie
Lieden, du sei darunter. Wenn die Kirche kommen, bringen viele Dinge zu nicht. Das ist Nummer 1. Nummer 2, ab viele Städte das Land ist Hungersnot. Und du jetzt ein Teil Ribeye alle wegen Raum, was sie nicht abändern, wegen sie haben so einen Glaube, das ist eine helle Kirche. Aber das ist nicht so. So, das ist eine helle Kau. Das ist ein Glaube, was Arach ist. Ich denke, wo die Bibel nicht so dort evaluieren hat. Wenn dort kommt, was Tauffast, wie uns mit den Nieten, haben sehr viel helle Kirche Raum Tauffast. Sehr viel Glaubens, was nicht stimmt mit der Bibel. Und mir hat von der von Sam von der zu reden. Zum sein, dass wir ein bisschen keine Klarheit kriegen über Sam von diesen Dingen, dass wir gehen lassen von dieser Heilige Kirche und sagen und glauben an, was biblisch ist, was reich ist. So die erste Heilige Kirche ist, ich mache mich Taufen lassen zum Befrieden. Das ist nicht so. Das ist nicht biblisch. Nur nicht in der Bibel sagt, dass du sollst die Taufen lassen zum Befrieden. Nicht auf eine steht. Das ist nicht von geschrieben, dass Taufe und Befrieden irgendwo top die Knack sind. Das ist ein abgemerkte heilige Kau von uns Mennoniten, was eine Tradition geworden ist, wo wir uns einfach wirklich über Jagden und über Striden und die Kirche spülen ab wegen uns dort. Das bringt viel Anhalt. Wenn wir haben eine heilige Kau, was nicht mit der Bibel stammt, und wir glauben, das schrecklich sei an. Das ist nicht biblisch. Nur nicht in der Bibel, jetzt uns dort zu finden. Eiche ist ein Ding, Befrieden ist ein Ding, und Taufe ist ein anderes Ding. Zwei verschiedene Dinge. Der zweite heilige Kau, das ist das. Wenn du die Taufe lässt, dann hast du die in Gott seine Gemeinde lauten taufen. Und wenn du dann Luther von der Gemeinde wach ist, dann hast du, was du Gott antrüge was. Das ist nicht biblisch. Das ist nicht so. Nur nicht eine Schrift sagt, dass du bist in Gott seine Gemeinde getauft und dass du die hast taufen lassen. Du bist ein Part von Gott seine Familie geworden, dort ja, wenn du wirklich hast das Reich getan mit der Taufe. Dann bist du Part von Gott seine Familie über die ganze Welt. Du bist ein Kind Gottes. Aber dass du bist in einer Gemeinde angetauft, eine gewisse Gemeinde, eine gewisse Gruppe Menschen, das ist nicht so. Wenn du was bei einer Gemeinde bist und sagst, Gott, schließ dich an eine Gemeinde an, wo du kannst mitschaffen, wo du so schaffst, dass du gleich, und schaff du mutig mit. Das ist fein. Das ist nicht mal alles. Aber die Taufenladen merkt die nicht Port von der gewissen Gruppe Menschen, das merkt die Port von Gott seine Familie. Und die das reicht ist, und du willst noch mal davon reden. Wenn du nicht Kirche ist, wo du sagst, ja, du hast die Leute Taufe, ab den Glauben alles, aber wenn du in eine andere Kirche kommst, dann machst du die noch einmal Leute Taufe. Das ist falsch. Das stimmt nicht mit der Schrift. Das ist nicht so. Wenn du die hast, einmal Leute Taufe, ab den Glauben, die Mechanis an Jesus Christus, dann bist du die Taufe für Lebenszeit. Du brauchst nicht noch einmal. Biblisch brauchst du nicht noch einmal. So das ist eine heilige Kau, dass du eine Gemeinde angetauft warst, und Gott seine Gemeinde angetauft warst. Das dritte ist, dass wir mit durch einen Unrechtsprozess durchgehen, für die kannst taufen lassen. 6 Monate, ein Jahr und was immer. Das ist nicht biblisch. Nur nicht in der Bibel redet von Unrecht. Das ist Unrecht. Das ist eine heilige Kau, was nicht stimmt mit dem Wort Gottes. Das haben wir uns bis abgemerkt aus diesem Volk. Wegen Wort, weil ich nicht kriege, und das nicht viel Leute. Das ist nicht biblisch. Jedes Mal eine Schrift, wenn der Tauffast wird, jedes Mal, das passiert den Tag, wo die Person hat Jesus angenommen. Kurz, was der einmal sagt, ich glaube von heute, dass Jesus ist mein Heiland, heißt gestorben und abgestorben für meine Sinn, kurz dort wird ihn getauft. Du wirst kein Unrecht. Und das wieder viermal haben, dann musst du erst noch mal ein Jahr Menschkrieg fehlerlos leben, und die wird sehr von dich bekickt. Das ist so, das ist dort nicht, auf den anderen Tag geladen, alles und so. Und wenn du lang nicht hast, kann Fan sein, dann kannst du die Taufen lassen. Dort ist falsch. Dort ist nicht biblisch. Nur nicht in der Bibel sagt es dort. Wie glaube ich, hier ist das so? Glauben, Taufen, Wassen. Du kommst zum Glauben, dann lässt du die Fuß taufen, und dann fängst du an zu wassen. Du lernst nicht, aber du bist perfekt bist. Taufe ist der erste Stub von Ungehorsam sein, Gehorsam sein, zu Gott sein Wort. So wenn du was
der erste Stub eingehorsam sein und dann nicht mal lang Fan sein, wo warst du denn? Wenn du das erste denkt, nicht mal das, was Jesus will haben, du sollst tun. Schaff nicht. Das ist überrascht. Das ist eine heilige Kuh. Stimmt nicht mit der Bibel. Das ist arg. Ab Pfingsten, der erste Pfingsten, was wir wir, der Pentekost, du predigt Petrus eine sehr kraftvolle Botschaft. Und das sagt, das schneit Menschen bei dem Hort. Und dann sagt er, 3000 Menschen mögen sich ab den da. Und sie sagen, weil Jesus nur folgt. Und er sagt, 3000 Menschen waren getauft den da. Die hören nicht mehr recht. Ich weiß nicht, Petrus und die Jünger kennen einen sehr kleinen Part von den Jüngern. Oder von den Menschen, die sich getauft haben. So wie kennen wir recht. Sie predigten das Evangelium. Die Menschen nehmen das an. Das schneit dann bei dem Hort. Sie sagen, wir sind arg. Wir wollen Jesus annehmen und wir wollen glauben, dass er ist, wann sie sterben. Und dann sagt Petrus, in der Bibel lehrt er wird ganz krass dort. Alright, da war wir ein Toff, aus dem Beweis, das was an ihnen passiert ist. Die sind nicht Kinder Gottes. Wenn je Glaube von heute und bekennen mit jedem Müll. Nach heute sind die Geschichte erst, in der Senden Teil sind, aber ich war bloß ein paar Jahre, aus Philipp, durch einen Mensch begegnet, wie ein sehr reicher Businessman, der auf Läwen war, und er los die Schrift, und er kann das nicht so recht verstehen. Ich habe Philipp dann ab am Well, und dann hat er die Schrift uitleihen, haben die verstehen. Und einmal war das Businessman nicht klar. So wenn ich und Jesus glaube, dann soll ich mich taufen lassen. Ja, das ist das. Und dann fragt er Philipp, na, was halt dann ab, von hier kriegst du ein Puddel, wo du warst zu taufen? Was mich taufen? Ja, sagt Philipp, weg dann, kriegt er rauf, er tauft dann. Der Businessman kriegt er ab, fort war ich 2500 Kilometer wieder nur sein Tschüss. Du wirst kein Unerreich. Ich weiß nicht mal, so nicht klar wird, glaube nicht, dass du da nicht klar wird. Und Philipp geht sehen war ich, der Herr Jesus nimmt ihm fort, und das Businessman fort sehen war ich. Er glaubt, und dann wird Fuß getauft. Dort ist biblisch. Unerreich, versaß bei 10 Monaten, was immer lange das ist, dass dort ein Requisito ist für Taufe, ist nicht biblisch. Ich sage nicht, dass das nicht alles schlecht ist, aber das ist nicht, was die Bibel sagt. Nach einer heilige Kuh ist, wenn du die zweimal Taufe lässt, dann gehst du gleich nach Hause. Dort ist nicht so. Dort ist nicht biblisch. Nur nicht in der Bibel sagt es uns dort. Nicht auf eine steht. Wie fängt eine steht in der Apostelgeschichte? 19, Vers 2 bis 5, wo Paul gläubige Menschen zum zweiten Mal taufen hat. Paul ist selbst. Der wird uns in das Testament geschrieben haben, wem wir alles glauben sollen. Und dann auch. Der dort zweimal. Das sagt, das ist das. Dann seht ihr an. Wo ab? Wart ihr dann gedaupt? Dann sie sehen. Ob Johannes ihnen daubt? Dann explain Paul, dass das ein Heiliger Jesus. Glaubt ihr an den Heiligen Jesus? Habt ihr den Heiligen Jesus today? Na, wir wissen nicht mal, wo das ist. Was ist das? Vertel uns mal. Dann vertelt Paul dort. Und dann, als er fertig hat, sagt es, dass er dort hier in den Läden sei, leiten sie sich in den Herrn Jesus seinen Namen deuten. So er daubt in der Himmel. Im Neuen Testament. Paulus deut. Hier ist der Vers, was wir als Mennoniten gebraucht haben, für solange es mir denkt, zum Sein, dort zum zweiten Mal taufen und jetzt in der Hall. Und ich wollte den Vers eben lesen, ich war ein Vers fertig im Lesen und ein Vers nur dem auch noch. Das ist Epheser 4, Vers 5, so ich war von 4 bis 6 lesen, und hier ist, was das sagt. Das gibt mir einen Körper und ein Jesus, gut so, als die alle durch ein und derselbe Hoffnung berufen sind. Hier ist der Vers, was Supostamente an soll sein, wir gehen nach Hall, wenn wir uns zweimal taufen lassen. Da sagt es das gibt auch nur ein Herrn, ein Glauben und eine Taufe. Das gibt nur ein Gott und ein Führer für uns alle. Das ist der Vers. Wo an den Vers sagt, dass du jetzt nur halb, wenn du die zweite Mal doppelt lässt? Nicht auf eine steht, nicht auf eine Weich. Das Kapitel vor dem, nur dem, sagt auch nichts sonst dort. Die Bibel von Anfang an eng sagt nichts sonst dort. Sind erst nicht in der Bibel. Das stimmt nicht. Da sind viele Geschichten abgemerkt worden. Zu meinem Angerüll, und eine Geschichte war einmal hier, dass wir hier kriegen, sie nicht von hier, original. Da war gesagt, hier wie eine Früh, was ich heute im zweiten Mal deipen lässt, und er ging dort grülich sehr schlecht, mir gesagt, sei was, das sei nicht in der Hall. So sie sagen, nur mehr Tage nach, ich bin Jelimsleiter,
Tem zijn als de irgendwo wordt betilkomen dat God er dag wordt nach dem Himmel aanloopt. Dat grillt mich. Sonst will ich nicht dann. War ich mal die Schrift lesen dann? Dann war ich an. Puro lees. Das ist eine heilige Kau. Das ist eine Tradition, wo man nicht sich kann abgemerkt stammt, nicht mit der Schrift. Das ist gleich so. Hier ist das Ding, wenn den Pfarrer ein klein bisschen hineinplacken ist. Der sagt, krank so sei, aus der sagt, bloß eine Dope, sagt der ein Gott. Habe ich ever einen anderen Gott gehört, aus ein Gott? Wann immer du irgendwo herstellst als Gott, dann hast du einen anderen Gott, dann hast du einen Aufgott. Hast ever so gelebt, dass du dein Fleisch lieber zufrieden stellst und es steht Gott? Wann hast, und ich weiß, wir alle haben, dann hast du auch noch einen Gott gehört und das bist du selbst. Dann hast du den Punkt auch all gemisst. Ein Haar sagt das. Kriegst du so, als das eine Dope sagt. Weil hast du jemals mal noch ein Haar gehört in deinem Leben? Das ist eine andere Schriftstelle, wo da sagt, ich kann nicht zwei Haaren zugleich dein. Entweder ich deinen den einen, hast du den anderen, oder ich lebe den einen und die gleiche den anderen nicht. Aber die kosten nicht zwei zugleich. Als das etwas passiert in unserem Leben und in unserem Menschen um uns, und das redet du besonders kriegt, du redet von Geld. Du kostet nicht Geld und Gott zugleich dein. Habe ich etwas mal Geld gedient und es steht Gott. Weil wir wahrhaftig sein und treu sein, zu uns ihn nicht gewissen. Aber wir alle sagen, ja, das habe ich getan. So, dann hast du das auch gefeiert. So, was ist dann der Big Deal mit? Oder wieso nehmen wir das zurück, dort zweimal die besaßen nicht, und das andere, das lud alle das so uit. Das ist auch recht. Und das sagt ich nur nicht, dass du nur halt hast, even wenn du noch ein Gott oder noch ein Haar oder eins von den Dingen gehört hast, oder noch ein Glaube hast gehört. Das sagt du hast bloß ein Rechter von all dort. Und dort stimmt. Das ist biblisch. Aber dass du nur halt hast, für zweimal die Blut, das ist nicht so. Das lese. Der fünfte, heilige Kau, das heißt es das. Das nicht uit, wann oder wo du die hast Tauffast. Das nicht uit, wann du hast Tauffast. Das ist nicht biblisch. Das stimmt nicht mit der Bibel. Und was ich damit sage, ist das. Some Menschen sagen, oh, ich habe mich ganz clean mal getauft, in meine Eltern dort. Oder ich habe mich getauft, um befrieden. Oder ich taufe mich bloß, naja, dass wir so moden, die andere Leute alle an, und dann ich auch. Und nu lot, als ich zum Glauben komme, so meine Taufe ist gut. Wenn ich mich einmal getauft, das ist nicht so. Das ist nicht biblisch. Wenn du die nicht hast, ab den Glauben und den Bekenntnis an Jesus Christus lot Taufe, dann ist das nicht eine Taufe gewesen, dann hast du die bloß lot Notgeite oder Andock. Das ist alles. Das hat keine Meinung biblisch. Du hast nichts dorthin. Das stimmt nicht mit der Bibel. Und wenn Jesus das neidig sagt, das heißt, ich taufe Leute, dann soll wir auch nicht so. So, noch einmal. Wann du dir hast Taufe Leute, das nicht steht, solange du das einmal getan hast, stimmt nicht mit der Bibel. Der einzige Weg, was du da hast, ist ab den Glauben taufen. So, wenn du nicht im Glauben wirst, dein Zeit, wo du dich taufen lässt, du glaubst nicht an Jesus, die Taufe ist nicht eine Taufe. Nur die Bibel nur ist nicht eine Taufe. Das ist falsch. Das saß in der letzten heilige Kau, wo ich von der Welt von reden, dort ist, wo wir uns taufen lassen, das nicht steht, solange du das getan hast. Das ist auch nicht biblisch. Das ist eine heilige Kau, das ist ein echter Glauben. Das ist das, was du die taufen lässt. Wann wir nur die Bibel checken. Taufe meint unterdrücken. Das ist alles, was er meint. Wo das mal herkommt, das Wort von Taufe, dass wir erst einmal, wenn ein Schab untergeht, dann sehen sie, das Schab ist getauft, dass wir ganz untergegangen. Dort hast du ihr gesagt, wie hier ist jetzt ein Lebenswasser unterdrückt, dann sollst du das hier sein kann. Wenn wir glauben, das ist biblisch. Wir glauben, das ist reich. Wenn wir fingen nicht auf eine steht, eine ganze Schrift, dort irgendeine andere Taufe begonnen wird. Aber Gott wir. Das redet nur nicht von der Napgate oder Eva Sprinkler oder irgendwas dort eine Taufe wir. Sie dachten nicht mal an uns dort. Das fällt nicht bei, wenn das meinen nicht uns dort. So. Ich weiß, viele sind getauft mit Ewigkeit. So sei ich nu jemand rennt, Ola, die in Unja dürfen, die ehrlich ist, das ist nicht, was ich sage.
Dat is op te je. Want je Jezus han en je hart aangenomen, dan heb je den Heiligen Geest aangenomen en hij wordt je leiden en vieren in alle waarheid. Dat is wat de Bijbel zegt. Dat is niet op te mij, maar op ons als kerk. Dat laat ik ons op te je. De entscheiding wat je doet met merken dan. Aber, ik wil dit zeggen, de Bijbel leert dat niet. Dat abgeht in de Tauffast. Dat staat niet in de Schrift. De Schrift leert onderdukken. Jezus staat dat en hij zegt, goed leert alle fouten wat ik in geleerd heb. Dat de mijn voetstappen nog gaan. So dat is wat hij zei. So, nach een punt, wat mij had te bieden zei, dat is, wie zei veelmaal, Tauffast een bewijs dat ik zie gestorven te mijn oude leven. En nu zie ik opgestonden met Christus te nieuw leven. En dat stimmt, dat zal dat wezen, dat kraak wat Tauffast zal wezen. Dat is de oorzaak te wat we toffen doen, dat du aan die hart dat begonnen hast, du bist gestorven te die oude leven, opgestonden te die nieuw leven, en nu wirst du dat wezen, voor mensen, voor God, en voor zoden. Dat is wat ik gedaan heb. In publico wirst du dat wezen. Want dat zal dat wezen, dan zal we ons onderdoen, because du bist einmal ganz onder, dan kommst du terug. Zum nieuw leven. Dat is de bewijs, wat het zal zijn. So, wenn wir uns Eva sprinkelen doen, oder irgendeine andere Method vinden, dan würde es besser sein, als wenn ein Mensch starb und wir streiten ein bisschen mit ihr Eva. Dann stimmt er frisch ab. Das ist nicht begruft. Das ist nicht wirklich gestorben. Die Jesus war gestorben und dann war ganz im Grafen angedaan. Und dann war ein großer Stein vergerollt. Und dann stand er ab am dritten Tag und dann musste der Stein da wieder gerollt. Und dann kam er da raus in das Graf. Und nu fängt er nie het leven aan, hij had nie het Körper. En verwandelt het Körper. Dat is kraak wat we ook doen van jou. Wanneer een mens gestorven is, we begroeven den, ganz. En een dag wordt hij opstaan. Wanneer Jezus strikken wordt hij opstaan. Dat is dat beeld wat de Bijbel wil hebben. We zullen geven wanneer we ons toffen laten. Gestorven tot het oude leven, opgestaan tot het nieuwe leven. So, wo du die hast toffen laten, dat erin steht. Niet nur de Bijbel nog. Dan dat wat doen. So, dat zijn de hele twee. Wat er am Taufe zijn, dat zijn nog meer. Maar dat zijn de waar ik van der wel van reden. De nächste waar ik met jou gaan is, wer soll sich taufen lassen? Wer soll sich taufen lassen? De eerste biblische Ursache für Taufe ist, wenn du glaubst an dein Hart und bekennst mit deinem Mund, dass Jesus als Herr und Heiland über dein Leben, dass er ist gestorben und abgestanden für deine Sünde. Wenn das du bist, dann sollst du dich taufen lassen. Biblisch, dann sollst du dich taufen lassen. In Römer 10, Vers 9 sagt es das. Wenn du mit deinem Mund Jesus als Herr bekennst und glaubst von Herzen, dass Gott Arm vom Tod abgewagt hast, wirst du selig. Das sind die Menschen, die sich taufen sollen. Das ist nicht etwas wie alt oder wie jung du bist. Wir haben manchmal so zu hören, dass junge Menschen sich taufen lassen, das stimmt nicht. Das ist nicht etwas, ob du befreit oder nicht befreit bist. Oder was du befreit oder nicht was du befreit. Aber was für eine klare Hütte hast, das ist alles nicht etwas. Wenn du glaubst an den Herzen, bekennst mit deinem Mund, dass Jesus ist der Herr, und Gott hat am vom Tod abgewagt für deine Sünde, dann sollst du die Taufe lassen. Das ist biblisch. Noch eine Ursache für biblische Taufe ist, das ist ein freies Geschenk. Du kannst dir das nicht verdienen. Das schafft nicht, dass du mal einmal warst, lang genug Fan warst und dann kannst du die Däupel lassen. Dass du und Gott seine Familie bist angenommen, das hat nichts mit dir zu tun. Das hat mit zu tun mit, was Jesus getan hat. Das ist ein freies Geschenk. Und das ist nicht deine Werke. In Epheser 2, Vers 8 sagt es das. Die sind durch Gott seine Gnade gerat, willst die glauben. Das ist nicht durch deine Werke, das ist ein Geschenk von Gott. Wer dort läuft, das ist ein Geschenk von Gott und das ist nicht durch deine Werke, der soll sich taufen lassen. Biblisch, der soll sich taufen lassen. Die dritte Ursache für biblische Taufe, du lässt dein altes Leben hängen. Du hast entschieden, dein altes Leben hängen zu lassen. Wenn dort nicht deine Entscheidung ist, dann lässt dich nicht taufen. Das ist nicht biblisch. Matthäus 16, Vers 25 sagt es das. Dann sagt Jesus zu seinen Nachfolgern, wer immer du willst, mir nachfolgen,
Der muss zijn ene wagen, zijn ene Welle abgeben, zijn Kreuz, mijn Kreuz op zich nemen en mij nu volgen. Dat is wat Jesus sagt. Der muss zijn ene Welle tachluden. So de derde oorzaak voor biblische taufe is, du laat din oude leven heen. Du hast eine Entscheidung gemerkt. Dat oude leven wat ik ben leef, van zin en van eigenhoorzaam te God zijn woord, dat laat ik nu toch. Van hier wieder wil ik Jezus nu volgen. Wanneer du bist, dan zul je die taufe lohnen. De vierde biblische oorzaak voor taufe is, du wirst Jezus in Jünger worden. Du wirst Jezus in de voetstappen nu gaan. Wir verstehen manchmal nicht, was das bedeutet, ein Jünger sein, oder ein Disciple sein auf Englisch. Alles, was das bedeutet, ist, dass du hast einen Meister, wem du hier ran Stub für Stub. Du das alles, was da die Bibel tut, das ist es wir. Du wirst Mana, oder Masters heute auf Englisch, Leiders, und er hat Jünger. Und Jesus hat auch Jünger. Er lebt in Wasser war, und er erwartet, dass seine Jünger worden krank zullen leven. Hij ging met dit op 3 jaar en leerde worden zullen leven. En Jünger zijn als anders als een Christ zijn. Het zijn 2 verschillende dingen. Vielleicht is dat nog niet idee. Op een Christ wil bloß een ticket naar de hemel gaan. Ik wil mijn hand opheven en gebed bidden dat Jezus mij wat vergeven. En dan brug ik niet naar de hel gaan of een stoel. En Jünger zegt, Jezus, ik zie met die taub. Van hier, wat ik stoel, zie ik die Jünger. Ik wil alles doen wat du aan die woord hast geschreven. Dat wil ik doen. En Jünger, der doet wat zijn meester am zegt. Wanneer du sagst, ik wil Jezus zijn Jünger zijn, ik wil het woord Gottes studeren, dan zult je die taufe laden. Matthäus 28, vers 19 en 20 zegt es dit. Jezus zegt het. Dan gaat nu naar alle volken van de wereld en maakt hen te Jünger. Doopt hen in de naam van den Vader, den Zoon en den Heiligen Geest. Leert hen alles te doen wat ik jullie bevolen heb. En verloot jullie doorop, ik zie immer bij jullie bij het eind van de wereld. Dat is wat de schrift zegt. Gaat uit, merkt Jünger, doopt hem in de naam van de Heilige Geest en Zoon en Vader. En doet wat ik jullie bevolen heb dat je zal doen. Jezus had een deel mensen om zich, waar hij ging. Maar ik legde bloß een poort van wat hij te zeggen had. Wanneer het werkelijk erop aankomt, dan wordt het bloß niet 12. Dat wordt zijn Jünger. Dat is de onderscheid tussen een Jünger en een Christ. Zo is een grote onderscheid tussen die dingen. Wat was du zijn? Und du sagst, ich will Jesus ein Jünger sein, dann stehst du von der auf der Kant, auf der, von ein sehr gutes Leben. Die Raub fängt an. Das ist Jesus in Raubzeit. Der stoppt nach in sein Ministerium und er hat gewollt, die Dinge zu tun. Und er selbst sagt, je war rater tun, als ich getan habe. Du erwartest jünd ein sehr gutes Leben. Wenn die Rüben stoppen und sagen, ich will die noch folgen, Jesus. Sehr viel Mal, das passiert in unseren deutschen Circles, dass wir schuven, beten, sprechen Menschen zu, Motto, sie sollen sich bekehren, sie sollen sich taufen lassen. Junge Menschen besonders. Nu geh mal bei die Kirche, nu lass die mal taufen. Was da, wenn die das getan haben? Nichts. Von dort, was die gestorben waren, was Jesus trägt, haben wir nichts für dich. Wir stellen nicht durch zum Erde Gove entwickeln, dass sie keine Rückgehen in das Evangelium predigen und Gott sein folgt ein. Der macht damals wie ein bloß nur noch für die nächsten 20 Jahre sagen, was leer? Das ist nicht reich. Das ist nicht reich. Ich will Ihnen ein anderer Ansicht geben, wer das. Nicht, dass du die bekehrt hast und die Taufen lassen warst, nicht als die Zeit, wo du kannst anfangen zu schaffen und Gott sein Recht. Nicht kannst an den Raub Stopp, was Gott für dich hat. Ein volles Leben. Ein leichtes Leben nicht. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Das ist keine Versprechung von leichtes, recket, gesehenes Leben. Und von daher sieht, gesehend ja, aber nicht auf den Weg, wo wir manchmal nachdenken, dass alle was leicht sind, finanziell und mit all die Dinge. Jesus sagt, wenn ihr mir nur folgt, das wird tough sein. Und wenn ihr mich verfolgt, dann werdet ihr auch verfolgen.
Das ist, was Jesus sagt. Du hast gleich eine Versprechung von einem Health and Wealth Gospel. So hast du nicht in der Bibel. Aber du hast ein Versprechen, dass du ein volles Leben haben. An dein Hort. Du hast Meinung an dein Leben haben. Der Weg von Meinung an dein Leben haben, ist den nächsten deinen. Das ist, was wir hier sagen bei Lebenswasser. Gott leben, Menschen deinen. Wenn du was Gott leben, dein den Menschen nächste, was besieht dir ist. Leben von deins für Gott, durch den nächsten Mensch dein. Weißt du, das sind 2 Throns im Himmel. 2 Rechtsteller. Manchmal habe ich gesagt, heute ist bloß einer. Entweder du gehst im Himmel oder du gehst nicht. Und wenn du da hast, dann ist da. Das nächste ist die Bibel beschrift. Das sind 2. Der erste Thron, wo wir vorbei waren, dort ist, was denkst du mit mir sehen Jesus, was Gott die Frau? Hast du ihn angenommen oder hast du nicht? Hast du die Erfahrung angenommen oder hast du nicht? Wenn du hast, sag Gott, gehst im Himmel an. Dann hast du noch einen Thron. Wenn du nicht Jesus hast angenommen, dann kommst du niemals bei den zweiten Thron. Der zweite Thron ist bloß für dich, was Jesus hat angenommen im Himmel an kann. Und wietet mir steht, was die Bibel von den Rechtsstellen redet, oder von den Thron, als von den zweiten Thron. Wenn einmal Jesus von den Thron redet, dann wird er mutig, dann wird er excited, dann denkt er nicht schein. Und weißt du, was der zweite Thron bedient? Du kannst all die Belohnungen uithanden nur seine Kinder, für was die getan haben. Vielmal, Eva sagt die Bibel, hey, je hebt niet uit met Geld te doen, ja, mijn wil je de kroon van leven krijgen, je wordt beschankt, je wordt beloond krijgen. Paulus zegt, ik heb mijn reis gerand, ik heb goud voor gemaakt en nu ligt een kroon van leven voor mij. Hij verstond dat. Hij verstond dat we een loon voor alle goede dingen wat we doen. Goede woorden brengen die niet naar hemel, maar goede woorden worden beloond am Himmel. En Jezus kijkt ver weg naar den dag waar hij ons kan belonen. Hij wil ons belonen. Hij zegt, wanneer je zo weinig als een kufel woed aan somebody geeft, dat wat niet onbeloond kan. Dat is weinig. Dat zal zijn licht. Dat kan meest niks meer doen. Jezus weer onvier, wanneer hij redt van den tweeden troon. En hij wil aan Jezus allemoedig zijn. So voor die van je wat je van der wel toffen laten. Schaft doorop dat je een loon krijgt. Because je wordt. Dat niet dat je ziet schrijven en zegt, ja, dat is wat allemaal. Die geef ik niet aan Ram. Zolang ik kan in de hemelstern aankomen. Lees de Bibel. Vind uit wat Jezus zegt. Wat hij die wil belonen. Hij wil die belonen voor die goede dingen uit is. Hij is excited over. Wie zal ook zijn? Sag wel je mout meer. Die staan op bekend van een wondervolle leven. Dat is een grote vlek voor je, waar je kan gaan schaffen. Dus meer nood als jemals. Je braucht niet wieder als 5 Sekunden denken en kijken, dan wil je al een noodramje vinden waar je kan God dienen. Mensen dienen en God leven. Waar je een loon voor krijgt. Je hebt je leven naar Jezus gegeven, je hebt een Helden Jezus aangejend, je hebt de Bibel metjend en je hebt die kerk hingejend. Stop eruit met kracht. En je heeft alles wat je hebt. Dus een goede wereld, verjend. En dus een loon, verjend. Wanneer je hier sterk bent. En Jezus kan niet leren. Om je dat geven. Hij kijkt ver weg. Hij wil je belonen. Goed. We hebben het beten, maar we hebben gewoon een Tauffast. Himmlischer Vater, dankzij voor die grote liefde te ons. Voor die zin, Jezus, schak je op je. En dat hij voor ons denkt en wijst ons waar we zullen leven. Waar we zullen de voetstappen nagaan en zijn jingen zijn. Waar we zullen een leven leven wat er vol op is. Wat ons een oorzaak geeft, wat er ten Samarins opstaan, waar we kunnen vervuld zijn. Dankzij, himmlischer Vater, voor die leven. Dankzij Jezus, voor dat u wellig weer ons komen wijzen wordt, die wel van ons weer. En dankzij voor deze toefeling. Ik bid en zegen over ieder een van die. Ik vraag dat u het was geloten hebt gegeven. In een goede tijd, vullen met die heilige Jezus. Dat ze kunnen dien wel weten. Du zegt, wanneer we niet weten wat we zullen doen, dan zullen we die vrouw en du was ons geven. Ik vraag in Jezus die noemen dat u het was opvallen met die Jezus, met die wijsheid, met die leven. Dat ze dat kunnen wiederregen, voor die rijk. En dat ze kunnen ver wegkijken.
nu den dag, wo sie waren mit dit op dem Himmel zijn en den Lohn kriegen, wat du verandert hast. In Jesu naam. Amen. Amen. Hey, das nächste war die Zeugnisse hier von das, was ich glaube, lassen taufen. Und ein von unseren Pastors hat mit ihm geredet, der der letzte Zeit, und hat gute Zeit gehabt mit ihm. Wir haben Zeugnis all gehört, und je war das auch ganz klar hier. Und so, was wir waren dann, ein bei ein, war sie hier nachgekommen, er hat Zeugnis gegeben, und dann nur dem, wo wir ihn taufen. Pastor Benny hat all gesagt, some Dinge, das wird hier down, wie down in enger Dürken. Ein von unseren Pastors war da im Tank sein mit ihren Taub. Die wurde auch sein, da sind some jüngere Menschen, die sich lassen taufen. Und sie Hüsreal hier ist, dass die können sich lassen taufen von 12 Jahren wieder. Und so, weil bis eine gute Zeit hat hier mit ihren Taub, bis Tauchharchen in der Zeugnis, und Luther war wir ihren taufen. Good morning. My name is Läwen, and today I want to tell you a little bit about my life. I was happy growing up, but when I got older, life got harder. Then in 2017, I went to summer Bible school, and I repented and accepted Jesus into my heart. But after 2 months, I fell into sin and started living for the world again. The next year, in 2018, I went to Bible school again, and I made a new start with Jesus. But as time went by, I fell into depression and I pushed God away. I went through a really hard time, and I wanted to give up with life. But then I turned to God once again, and He helped me out of depression. Shortly after that, I joined the worship team, and I've grown a lot spiritually. And I want to get baptized today as a symbol that I want to serve my Savior Jesus for the rest of my life. Thank you. Dios les bendiga, hermanos en Cristo Jesús. Hoy es un día especial para mí. Estoy llena de gozo por parte de Dios. No estaba segura de bautizarme hoy por la situación que estamos viviendo. Me puse en oración toda la semana que Dios me iluminara, y el día de ayer amanecí con ese gozo que solo viene de parte de Dios. Y me dije, es mi tiempo de llenarme del Espíritu Santo y dejar mis pecados en el fondo del mar. Antes, en mi niñez y juventud, yo sabía que existía un Dios, pero no había experimentado esa conexión que hay ahora. No me daba cuenta del regalo que tenía para mí en sus escrituras, para conocer su verdad, su amor hacia mí y mi familia, que Él siempre va a estar ahí en tiempos de alegría y en tiempos difíciles de mi vida. Él tiene una palabra de aliento, de fortaleza, y me dice, yo estoy contigo, nunca te he abandonado cuando me siento sola. Él siempre me carga en sus brazos. Cuando no veía la luz del túnel en que me encontraba, vi aquella luz de esplendor que me llamaba, y era su inmenso amor que llenó de paz todo mi interior. Doy gracias a Dios por el cambio como persona, el ser más consciente de lo que digo y hago, que mi comportamiento diga más que 1000 palabras. No decir soy cristiana, sino que mis actos me hagan sentir lo que soy, acompañada del amor de Cristo. Él es mi roca, mi escudo, para tener una vida plena como mujer en el camino de la verdad. Y esa es con Cristo Jesús. Los dejo con este versículo: arrepiéntanse y bautícense, cada uno de ustedes, en el nombre de Jesucristo, para el perdón de sus pecados. Les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Amén. Good morning.
Mijn naam is Elena Jansen en ik wil met Hoffenloon als een teken dat ik een kind Gottes ben. Hello, my name is Tanya Neifeld. I've been a Christian my whole life, and I'm here today to show my devotion to God by getting baptized. Thank you. Hallo, mijn naam is Eva Heide, ik ben 12 jaar oud en ik wil me vandaag laten taufen als een teken dat ik Jezus aangenomen als mijn leraar. Hallo, mein Name ist David Niefeld und in 2018 nahm ich Jesus als mein persönlicher Heiland und Rader an. Und ich war mich von den Leuten lassen, als ein Team zum Gehorsam sein und ich glaube, das ist der nächste Schritt zum Wiederwachsen. Good morning, mijn naam is Nico Niefeld. 2 jaar terug dan zag ik twee dingen. Ik zag nu vrede en ik zag nu leven. En ik vond die niet in deze wereld. Ik heb veel verschillende steden gezegd en ik vond die niet. In 2018, juli de 29e, ik knalde mij aan en ik zei tegen God, God, ik wil alles geloven wat in die woord schrijft. Ik wil de Bibel geloven. Ik maak de entscheidung dat ik wil alles geloven wat du schrijft. En du schrijft dat du läufst mij, dat du bist voor mij gestorben en du hast mij meine Sünden vergeven. En ik wil dat geloven. Ik wil dat aannemen voor mij. Ik maak de entscheidung dat ik dat wil doen. En dan voel ik God zijn vrede over mij komen. Ik voel dat de los van mijn Sünden abgehoben wordt. En ik vond zoveel maas wat ik zag. Ik had een levende vrede gezegd. En ik vond zo'n diepe vrede. En ik vond een God wat mij leeft. Wat mij zo sehr leeft dat hij alles voor mij geeft. Hij had zijn einzigen Sohn geschenkt. Damit ich ein ewiges Leben habe. Er hat alles gegeben, damit ich eine Gemeinschaft mit ihm habe. Und ich habe mich von der Taufen lassen, ab mein Glauben, das Bekenntnis, dass ich den Glauben habe an Jesus Christus, und dass ich ein ewiges Leben habe mit ihm. Dankeschön. Good morning, ik ben Mary Kloesen. En ik heb me gewählt te laten te taufen en ik heb Riet gekeken naar deze dag. Wat ik me wil taufen laten, ik wil me taufen in Jezus naam. Dat teken is wat ik me Jezus heeft. Dus ben ik zo dankbaar voor dat Jezus is ganz willig was om me dat te vergeven wat ik gedaan heb en alles. En ik heb Jezus aangenomen de 29 januari 2020 en wo ik zo dankbaar voor. En wo ik zo dankbaar voor zijn dat mij dat alle schwinche leven erkelijk is geworden. Ik ben God om dat ik niet meer een verlang wil hebben dat alle leven. Dankzij God voor die rading en erlozing. Dus ik zo dankbaar voor. Ik ben God om wat ik im centrum weer. Ik ben God om dat ik wil dat erkelijk leven niet meer en mij een verlang ben gaan. Dat heb ik gekregen, dus ik God dankbaar voor. En ik heb mijn entscheiding gemerkt, nu wil ik ganz voor Jezus leven. Ik wil nu de wel ganz laten. En dan zei ik dankzij. En nu wil ik me aan Jezus noemen en mijn geloof ganz laten. Dit is mijn zeugnis wat ik wil zijn. Amen. Es ist wundervoll, Ihr Testimony zu hier. Wir wollen wieder gehen und taufen. Und so, Albert Freis heißt ein von unseren Pastors. Er wird im Tank sein, da war andere sein, was auch war halten. Und die Zeit, was wir taufen tun, was das Team uns hier anleitet im Gesang, ich habe uns bis alle mit frei, bis eine gute Zeit haben, so sind getauft wird. Und so, Pastor Albert wird im Tank sein. Und er wird den Taufen ab, glauben, er wird auch sagen, dass er tauft in den Namen von den Vater, den Sehen und den Heiligen Geist. Vielleicht war er das nicht hier, aber das ist wie, hier sitzt dort war down. So, weil du bist eine gute Zeit haben, lass es schein gehen.
Wir verloren doch keiner in mir und I have life for me. I have life for me. Wenn dein Sinn wird frei, dein ist wirklich frei. Ich sieh Gott, sieh Kind, ja, sieh Kind. Dein Heiland hat mir hat exillos gekommen. Wie's Glauben ist in Anfang, doch kein Stark von mir. Du so stark von mir, wenn dein Sinn mir frei, dein ist wirklich frei. Ich sieh Gott, sieh Kind, ja, sieh Kind. Wenn mich vor sie blüht, du's gesteht von mir. Ich sieh Gott, sieh Kind, ja, sieh Kind. Du gewählst und genommen, ich sieh dich, was ich sieh. Du bist für mich, bist nicht gegen mich. Ich sieh dich, was ich sieh. Du gewählst und genommen, ich sieh dich, was ich sieh. Du bist für mich, bist nicht gegen mich. Ich sieh dich, was ich sieh. Ich sieh dich, was ich sieh. Wenn dein Sinn mir frei, der ist wirklich frei. Ich sieh Gott, sieh Kind, ja, sieh Kind. Wenn mich vor sie blüht, du's nicht stehen von mir. Ich sieh Gott, sieh Kind, ja, sieh Kind. Wenn mich vor sie blüht, du's nicht stehen von mir. Ich sieh Gott, sieh Kind, ja, sieh Kind. Hey, wer wir waren alle abstuhlen, wer wir nach der letzten Polaratop singen. Du rufst mich tot Kraft bin nun. Du rufst mich tot meine Scham.
Klein beetje dort met ons. Der Gott von der Schöpfung, Neumann se still. Der Gott von der Leisung, mirbt den Wachum. Aus dir die Leben jags, doch wie alles wir nicht aus der Stein wird weiche Rad, kämpf sie dort Kraft gegon, nur dieser Steg liegt wohl mit Press, woran sich je für den Leben jenen dort groß. Jesus lebt, ich sing wie alle allein, der Kraft von dort, das ihr brechen, das verändert alles. Es steht in Leben jetzt, doch wie alles wir nicht aus der Stein wird weiche Rad, kämpfst die dort Kraft gegon, Blut dieser steht, liegt wohl mit Platz, woran sich je für den Leben jenen dort groß. Jesus lebt, ich sing wie alle allein, der Kraft von dort, das ihr brechen, das verändert alles. Blut dieser steht, liegt wohl mit Platz, woran sich je für den Leben jenen dort groß. Jesus lebt, ich sing wie alle allein, der Kraft von dort, das ihr brechen, das verändert alles. Hey, noch einmal vielmal Dankeschön für den Lebenswasser sein von der mit uns taub. Und das ist ein Tag hier vier. Wir haben ein bisschen ein paar Dinge sagen, für ihr Rütgun. Eins ist, die Jugend, die hat ein Theme Night, was da abkommt. Juli den, ich glaube, nächsten Sonntag hast dort. Und hier und das sieht haben eine Kuma, wenn hier einmal wer ist, in jün Eten fehlt, wie weil jün Dieren halten, dass die Kuma gute Bestand, die kommen, wo jün, du hast dort zu halten mit Eten für jüne Kuma. Ab jün war ich rüt. Kan je geven, und jeder kann von der derde sind die 1000 kan je door geven. Ik wil een beetje zien, even jullie beten, en kan je gewoon voor hem helemaal dankzien. Voor deze Mari hier, dankzien voor die woord, dankzien voor die geen woord. Ik ben een beetje zien, even jeder wat hier is. Al die wat ons online zijn, je hebt ons een beetje gezien dat dag, en je is zien om. We hebben ook het prayer team, hier is dit zo ver, die zijn hier uit om voor jullie te beten. Hier und das sieht Sanse. Und so, was immer je durchgehen in jullie Leben, und je moet eine Entscheidung machen, was immer das ist, sieht nicht bleibt, guckt nach fern, und wie will jullie halten, wie will für jullie beten, und bis mit jullie gehen, was immer je durchgehen in jullie Leben hat, alle in je sehen dat dag. Vol groot spoling,
ans getrannt hielt, wo hoch die Beuchtei du vor mir lag. In die Vertwieblung kijkt ik nom Himmel, in rook die nun in diese Nacht. Dann kommst die leiflich durch dort dunkle, brückst durch den Schotten von meine Seil. Dort es nu vor ich, taum enge kommen, Jesus Christ, meine Hoffnung lebt. Wer kann sich verstehen, gnut so erstaunend, wo'n Hort versteht so ne grote Leid. Die ewige Gottheit steht drauf vom Himmel, braucht meine Sinn in meine Schuld. Hei jinkt om Kriezen, jäuf mi Vergebung, die Haar von Harnand mi singt kennt. Prachtvoller Haar je hier die Emma, Jesus Christ, meine Hoffnung lebt. Halleluja, preist den dein Herz mich frei. Halleluja, dort verlor ei Haul om mig, hast ei keren los genom, du es var och en dig nå, Jesus Christ, mina Hoffnung lebt. Halleluja, preist den dein Herz mich frei. Halleluja, dort verlor ei Haul om mig, hast ei keren los genom, du es var och en dig nå, Jesus Christ, mina Hoffnung lebt. Dann kam die Morgen in din Versprechen, din begrovda Körper krieg Leben trägt. Dann utom Stallen, die lebt kein Brallend, robt ut dort grof, haft kein Recht on mich. Dann kam die Morgen